Hallo, mein Name ist Raphael Nagel. Ich bin tätig im Produktmanagement der WMF Professionelle Kaffeemaschinen und unter anderem verantwortlich für die WMF 1300S. Hallo, ich bin Stefanie Sterzer. Ich leite das Produkttraining für WMF Kaffeemaschinen im Bereich Dach und wir freuen uns, Ihnen heute unsere neue WMF 1300S vorstellen zu können. Was war denn der Grund, warum wir die WMF 1300S in unser Portfolio mit aufgenommen haben? Also zum einen wollen wir mit der WMF 1300S unser Portfolio im Einstiegsbereich nochmal stärken. Und zum anderen entwickeln sich ja natürlich auch die Anforderungen unseren Märkten und Kunden weiter, denen wir ebenfalls gerecht werden wollen. Beispielsweise schmales, kompaktes Design, Robustheit, Zuverlässigkeit, Servicefreundlichkeit und vor allem auch Vielseitigkeit. Und mit der WMF 1300S können wir genau das abbilden. Mit einer empfohlenen Tagesleistung bis zu 120 Tassen ergänzen wir hiermit optimal unser Portfolio. Und die Maschine ist egal ob im Büro, Tankstellen, Bäckereien, Gastronomie, kleinere bis mittelständige Hotels, egal wo, ist sie zu Hause. Bevor wir jetzt in die Details reingehen, fass doch mal ganz kurz die Key Facts, also die Hauptargumente rund um unsere WMF 1300S zusammen. Wie schon gesagt, die Maschine ist ausgelegt auf 120 Tassen am Tag. Dies ist grundsätzlich immer ein wichtiges Kriterium für die Auswahl einer Maschine. Sie kann bis zu 3 Produktbehälter fassen, davon 2 Bohnen und ein Pulver. Die Maschine ist mit einem 7 Zoll Touch-Display ausgestattet und man kann zwischen 2 Milchsystemen auswählen. Zum einen den Basic Milk und zum anderen das Smart Milk System. Zusätzlich konnten wir hier ein einfaches Reinigungskonzept integrieren. Und wir haben hier eine Flexibilität, was die Wasserzuleitung anbelangt. Entweder über den Wassertank oder Festwasser. Aber lass uns doch mal die Maschine von oben nach unten zusammen durchgehen. Wie schon gesagt, es sind hier bis zu 3 Produktbehälter möglich. Mit einem Fassungsvolumen von 650 Gramm der Bohnen und 1200 Gramm dem Pulver ist sie ideal für den täglichen Bedarf. Auch ein manueller Handeinwurf ist verfügbar. Genauso können alle Behälter individuell, unabhängig voneinander, abgenommen und gereinigt werden. Durch den manuellen Handeinwurf haben Sie die Möglichkeit, neben den frischen Kaffeebohnen auch bereits gemahlenes, beispielsweise entkoffiniertes Kaffeemehl direkt mit unserer WMF 1300S zuzubereiten und können so Ihr komplettes Kaffeegetränke-Portfolio mit einer Maschine abdecken. Korrekt, also wie schon gesagt, Flexibilität total. In der Mitte finden wir das 7 Zoll Touch-Display, links daneben den Zugang zu unserem Mixersystem, darunter eine Türe für den Plug-and-Clean-Anschluss zu der vereinfachten Reinigung. Nebendran in der Mitte finden wir den Satzkasten mit einem Volumen bis zu 450 Gramm, rechts daneben den Wassertank mit einem Volumen bis zu 4 Liter. Aber auch die Tropfschale ist hier optimal überwacht durch einen zusätzlichen Sensor. Das bedeutet, zum einen überwacht sie die Präsenz der Tropfschale und zum anderen den Füllstand. Sollte 750 Milliliter überschritten werden, stoppt diese Maschine sofort die Getränkezubereitung. Die Maschine selbst wird ja über das 7 Zoll Touch-Display bedient, wie du es gerade auch schon erzählt hast. Hat denn unser Kunde irgendwelche Anpassungs- oder Individualisierungsmöglichkeiten durch dieses Display? Absolut. Wie auch bei einem Handy kann jeder Betreiber sein Display individuell selbst gestalten. Welche Getränkesymbole wo angeordnet werden sollten oder auch welche Getränkesymbole überhaupt genutzt werden möchten, das ist individuell machbar bzw. einstellbar. Auch hier, wie man sieht, die Fußleiste können verschiedene Funktionen hinterlegt und dargestellt werden. Gerade diese Fußleiste ist in der Praxis wirklich wichtig, wenn man zum Beispiel schnell auf verschiedene Funktionen eben zugreifen möchte. Zum einen findet sich hier auch der Steam Chat. Mit dem Steam Chat kann ich über diese Platte mit Hilfe des Dampfs, den die Kaffeemaschine vorhält, Tassen erwärmen und so für die ideale Getränketemperatur, wenn das Getränk beim Gast ankommt, garantieren. Ich zeige das mal ganz kurz. Genau, nicht nur die Steam-Chat-Funktion ist ein zusätzlicher positiver Effekt. Auch habe ich die Möglichkeit, durch die Barista-Taste das nächste Getränk mit 15% mehr oder 15% weniger Kaffeestärke zubereiten. Also auch hier sieht man, totaler Vorteil für den Betreiber. Ja, nachdem wir nun wissen, wo die Kaffeebohnen reinkommen und wie ich meine Getränke beziehe,
brauchen wir natürlich für einen Cappuccino auch Milch oder Milchschaum. Raphael, du hattest am Anfang gesagt, es gibt 2 verschiedene Milchsysteme zur Konfigurationsmöglichkeit. Einmal WMF Basic Milk und WMF Smart Milk. Wie unterscheiden sich denn die beiden? Genau, das Basic Milk System erlaubt uns, warme Milch und warmen Milchschaum mit Hilfe des Venturi-Prinzips in die Tasse zu fördern. Dies geschieht durch einen Unterdruck, der durch den Dampf erzeugt wird und die Milch aus dem Kühler in die Tasse fördert. Beim WMF Smart Milk System hingegen ist eine Milchpumpe integriert. Diese fördert die Milch aus dem Kühler. Dadurch ist es auch möglich, zusätzlich zu warmer Milch und warmer Milchschaum kalte Milch in die Tasse zu fördern. In dem System ist zusätzlich ein Temperatursensor verbaut. Dieser überwacht die Temperatur der Milch und den Milchschaum. Und bei Abweichungen justiert er automatisch nach, sodass immer eine konstante Temperatur und ein feinporiger Milchschaum in der Tasse ist. Durch den Entfall einer Schäumerkammer haben wir auch einen erheblichen Komfort bei der WMF Smart Milk System Lösung. Das bedeutet, ein wöchentliches Zerlegen und Einlegen von einem Auslauf entfällt hiermit. Das heißt, mit unserem neuen WMF Smart Mix System hat der Kunde die Möglichkeit, im Vergleich zum Basic Mix System nun auch kalte Milch direkt über den Auslauf in seine Tasse zu beziehen. Genau. Er hat einen deutlich feinporigeren Milchschaum, wenn es gerade um Cappuccino oder Latte Macchiato zum Beispiel geht. Und der Milchschaum und die Milch werden mit einer konstanten Ausgabetemperatur in die Tasse gegeben. Das ist vor allem mit Bedienen der Gästen sehr wichtig, dass die Getränke eine zuverlässige Qualität haben. Und natürlich auch noch ganz nebenbei und für den einen oder anderen sehr wichtig, eine vereinfachte Reinigung. Absolut korrekt. Jetzt haben wir ganz viel über Kaffee und Kaffeegetränke gesprochen. Ich würde sagen, dann machen wir uns doch einfach mal einen Cappuccino. Dafür stelle ich die Tasse mittig unter den Auslauf, passe den an die Tassenhöhe an und bestätige das Getränk über das Display. Jetzt haben wir gesehen, Kaffee, Milch und Milchschaum kommen hier mittig über den Auslauf. Wo müssten denn Teetrinker ihre Teetasse hinstellen? Genau, wie auch die Kaffeetrinker müssen auch die Teetrinker ihre Tasse zentral im Standard unterstellen. Dort befindet sich nämlich auch zusätzlich der Heißwasserausgabe oder Auslauf. Optional ist es aber auch möglich, die Maschine mit einem dezentralen Heißwasserauslauf in Kombination mit Basic Steam zu bestellen, wie wir das hier sehen. Was bedeutet aber auch Basic Steam? Basic Steam hat den Vorteil, zum einen, ich kann Getränke erwärmen und für die Baristas unter uns kann ich wiederum auch Milchschaum manuell produzieren. Ja, und vom Thema Milch, Milchschaum und Kaffeegetränke kommt man natürlich auch noch ganz klar zum Thema Reinigung. Du hattest zu Beginn erwähnt, die Reinigung der WMF 1300S ist besonders einfach gestaltet. Wie ist sie denn gestaltet? Genau, das ist relativ einfach. Am Arbeitsende werde ich ganz einfach nur die Taste drücken, die Ausschalttaste, und die Maschine springt automatisch in den Reinigungsmodus. Sie prüft nochmal, habe ich seit der letzten Reinigung Milchprodukte bezogen, so muss ich auch zusätzlich den Milchschlauch an die Plug-and-Clean-Buchse anstöpseln, den wir hier links finden. Dies bestätige ich kurz in dem Display und alles andere macht die Maschine automatisch von selber. Erst nach 250 Prüfungen muss ich eine Systemreinigung durchführen. Das bedeutet inklusive Reinigungstabletten. Ansonsten ist nicht mehr großartig anderes zu tun. Das war's von der WMF 1300S. Am Ende wollen wir nochmal in einem Video die wichtigsten Fakten und Highlights für Sie zusammenfassen. Vielen Dank.